Kennst du das? Du nimmst dir etwas fest vor. Endlich anfangen, endlich durchziehen, endlich du selbst sein, endlich etwas verändern. Und dann, wie aus dem Nichts, taucht eine Stimme auf, die sagt, du kannst das nicht. Oder du lenkst dich ab. Oder du machst dich selbst so fertig, dass du wieder am Anfang stehst. Es fühlt sich vielleicht an, als würdest du gegen dich selbst kämpfen. Aber die Wahrheit ist, du kämpfst nicht gegen dich. Du kämpfst mit den Stimmen in dir, mit deinen inneren Anteilen. Und wenn wir verstehen, warum diese Anteile da sind, warum sie so laut werden und wie wir sie führen können, dann hört dieser Kampf auf. Und dann passiert etwas anderes. Aus Chaos wird Klarheit. Aus Selbstsabotage wird innere Begleitung. Aus Gegeneinander wird Miteinander. Viele denken ja, Selbstsabotage sei Schwäche, Faulheit oder der Beweis, dass man es einfach nicht drauf hat. Aber in Wahrheit ist Selbstsabotage ein Schutzmechanismus. Du willst mutig sein und die Angst bremst dich. Du willst loslegen und der Kritiker schaltet sich ein. Du willst dich erholen und der Antreiber treibt dich weiter. Du willst klar bleiben und der Feuerwehrmann übergießt alles mit Ablenkung. Das alles passiert nicht, weil du gegen dich selbst bist, sondern weil Anteile in dir versuchen, dich zu schützen. Manchmal mit Methoden, die dir mehr schaden als helfen. Und genau darum ist es so wichtig, dein inneres Team kennenzulernen. Psychologisch gesehen tragen wir alle verschiedene innere Seiten in uns. Sie bilden zusammen ein Mosaik und manchmal übernehmen einzelne Seiten das Steuer. In dir gibt es verschiedene Anteile, die alle eine Stimme haben. Stell dir vor, sie sitzen um einen Tisch. Manche reden laut und ständig, andere schweigen, bis sie explodieren. Und manche sind so leise, dass man sie fast vergisst. Aber sie sind da. Ein paar Beispiele, wer da so alles sein könnte. Der Kritiker. Streng, hart, oft gnadenlos. Er erinnert dich ständig daran, was nicht reicht. Seine Absicht? Dich vor Fehlern schützen. Aber sein Ton macht dich klein. Das verletzte Kind. Sensibel, voller Angst, oft traurig. Es trägt alte Erfahrungen, Momente, in denen du dich allein, abgelehnt oder ungeliebt gefühlt hast. Es zieht sich zurück, weil es keine neuen Verletzungen riskieren will. Der Feuerwehrmann. Hektisch, schnell, impulsiv. Sobald es innerlich brennt, löscht er das Feuer. Mit allem, was ihm in die Finger kommt. Ablenkung, Betäubung, Überessen, Überarbeiten, Flucht. Kurzfristig hilft das, langfristig nicht. Der Manager. Er kontrolliert, plant, organisiert. Er will Ordnung, keine Blöße zeigen. Er hält dich aufrecht, aber er lässt dich nie wirklich loslassen. Und dann gibt es die hellen, stärkenden Anteile. Und das sind nicht nur die braven, angepassten Stimmen. Sie sind die, die dich wirklich tragen. Der erwachsene Anteil. Klar, strukturiert, geerdet. Ein Teil, der Überblick hat. Das fröhliche Kind. Ausgelassen, voller Neugier, spielerisch. Es bringt Leichtigkeit ins Leben. Das kreative Kind. Voller Ideen, Fantasie und unbändiger Lebenskraft. Die weise Frau oder der weise Mann, tief verbunden, ruhig, wissend,
ein inneres Licht, der Beschützer, stark, klar, setzt Grenzen, mal sanft, mal unnachgiebig, der heilende Anteil, liebevoll, warm, manchmal leise, aber sehr stabil. Er sieht, hört und hält dich. Die Hoffnung, zart, oft unterschätzt, aber sie brennt auch dann noch, wenn alles dunkel scheint. Und noch etwas ist wichtig. Es gibt nicht nur schwarz oder weiß, nicht nur helle Anteile, die gut sind und dunkle Anteile, die schlecht sind. Viele dieser Anteile haben Schattierungen. Die Wut zum Beispiel. Sie kann dich verletzen, wenn sie blind losstürmt. Aber sie kann dir auch Kraft geben, wenn sie dir hilft, dich abzugrenzen. Die Angst, sie kann dich lähmen oder dich schützen, wenn du dich in Gefahr bringst. Selbstkritik, sie kann dich klein halten oder dich motivieren, dich weiterzuentwickeln, wenn du ihr einen neuen Ton beibringst. Dunkel bedeutet also nicht automatisch böse. Es heißt oft nur, ein Anteil ist überfordert. Er hat keine bessere Strategie gefunden. Und genau hier liegt die Chance. Wenn du hinschaust, erkennst du, dass auch die schwierigen Stimmen in dir etwas Wertvolles bewahren wollen. Stell dir das vor wie ein Teammeeting. Wenn du die lauten Stimmen ignorierst, schreien sie nur noch lauter. Wenn du sie bekämpfst, blockieren sie dich. Aber wenn du zuhörst, wenn du fragst, was willst du mir eigentlich sagen? Dann verändert sich alles. Der Kritiker zeigt vielleicht, ich habe Angst, dass du wieder abgelehnt wirst. Die Angst sagt vielleicht, bitte geh vorsichtig. Ich will nicht, dass du verletzt wirst. Der Feuerwehrmann sagt vielleicht, ich wollte nur, dass es kurz aufhört. Sie wollen gesehen, gehört, verstanden werden. Und sobald du das tust, entspannen sie sich. Jetzt wird es ganz konkret. Machen wir deine Anteile zuerst einmal sichtbar. Nimm ein Blatt Papier. Male eine Art innere Landkarte. Kreise, Strichmännchen, Symbole. Schreib Namen, Gefühle oder Sätze dazu. Frag dich, wer spricht in mir? Wer ist laut? Wer ist leise? Wer drängt nach vorne? Und wer versteckt sich? Vergiss die hellen Anteile nicht. Vielleicht das fröhliche Kind, das längst verstummt ist. Vielleicht der weise Teil, der immer einen größeren Blick hat. Vielleicht die Hoffnung, die klein wirkt, aber treu bleibt. Diese Übung bringt Ordnung in dein inneres Chaos. Lass dir Zeit dafür. Und jetzt zeige ich dir, wie du Kontakt mit deinen stärkenden und heilenden Anteilen aufnehmen kannst. Schließ die Augen. Stell dir vor, du öffnest in dir ein Tor und trittst in deinen inneren Garten. Wie sieht er aus? Vielleicht ein grünes Tal mit weichem Gras unter deinen Füßen. Oder ein verwunschener Garten voller Blumen. Ein alter Baum. Ein Bach, der leise plätschert. Vielleicht ein heller Platz mit Sonnenlicht, Vogelstimmen, einem warmen Wind. Gibt es eine Mauer um den Garten herum? Einen Zaun? Oder vielleicht eine Hecke? Schau dich um.
Nimm die Details wahr. Welche Farben siehst du? Welche Geräusche hörst du? Welche Düfte nimmst du wahr? Fühl den Boden unter dir, die Luft auf deiner Haut. Das ist ein sicherer Ort. Er gehört nur dir. Hier gilt, es darf nur eintreten, was dir gut tut. Du bist hier sicher, geborgen und beschützt. Und wenn du dich umgeschaut und die stille Energie des Gartens wahrgenommen hast, lade bewusst deine hellen Anteile in diesen Garten ein. Wen gibt es da? Vielleicht den klaren Erwachsenen, die weise Frau oder den weisen Mann, das fröhliche, ausgelassene Kind, das kreative Kind mit seinen Ideen, der Beschützer, der mit wachsamer Stärke neben dir steht, der heilende Anteil, sanft, ruhig, ein Fels in der Brandung, und die kleine Hoffnung, zart, aber unzerstörbar. Wer ist da noch? Sie kommen nach und nach in deinen Garten. Vielleicht erkennst du sie sofort. Vielleicht sind sie leise. Vielleicht musst du genauer hinschauen. Geh zu ihnen hin. Sieh sie dir an. Wie sehen sie aus? Haben sie eine Gestalt, eine Farbe, eine bestimmte Ausstrahlung? Wie ist ihr Blick, ihre Stimme, ihre Haltung? Vielleicht reicht ein Lächeln, vielleicht ein Satz, vielleicht einfach das Gefühl, dass sie da sind. Bleib bei ihnen. Nimm sie nicht nur oberflächlich wahr. Erkunde sie. Spür ihre Stärke, ihre Ruhe, ihre liebevolle Kraft. Das sind die Teile von dir, die dich tragen können, die dir Halt geben. Sprich mit ihnen, wenn du magst. Zum Erwachsenen. Danke, dass du mir Überblick gibst. Ich vertraue dir. Zur weisen Frau oder zum weisen Mann. Deine Ruhe erinnert mich daran, dass ich schon viel weiß. Zum fröhlichen Kind. Du darfst wieder lachen, spielen, unbeschwert sein. Ich lade dich ein. Zum kreativen Kind. Zeig mir deine Ideen. Ich will dich hören. Zum Beschützer. Danke, dass du an meiner Seite stehst. Ich brauche deine Stärke. Zum heilenden Anteil. Bleib bei mir. Ich lasse dich wachsen. Zur Hoffnung. Auch wenn du klein bist, du bist mein Licht. Danke, dass du da bist. Und so kannst du diese Anteile stärken, indem du sie bewusst wahrnimmst, indem du ihnen Raum gibst, indem du kleine Rituale einführst, zum Beispiel einen Stein oder ein Armband als Symbol, das dich an sie erinnert, an alle gemeinsam oder vielleicht auch einen, der eine ganz besondere Energie hat.
indem du dein fröhliches Kind einlädst. Tanzen, lachen, etwas spielerisch tun. Und auch mitten im Alltag, sprich innerlich zu ihnen, wann immer du magst. Ein kurzer Satz reicht. Ich sehe dich, bleib bei mir, zeig dich. Jedes Mal, wenn du ihnen Beachtung schenkst, werden sie sichtbarer, spürbarer, stärker. Und bevor wir weitergehen, komm langsam wieder zurück in diesen Moment. Atme einmal tief ein und aus. Spür den Boden unter dir, die Lehne deines Stuhls, vielleicht deine Hände im Schoß. Bewege sanft deine Finger und deine Schultern. Dein innerer Garten bleibt bestehen. Du kannst ihn jederzeit wieder betreten. Aber jetzt, in diesem Augenblick, komm ganz zurück ins Hier und Jetzt. Öffne langsam deine Augen oder lass sie noch einen Moment geschlossen, wenn es dir gut tut. In deinem inneren Garten sind zuerst nur die Anteile, die dir gut tun, die hellen, die tragenden. Aber du weißt, es gibt auch die anderen Stimmen, die belastenden, die dich manchmal klein machen oder blockieren. Die dunkleren Anteile warten außerhalb des Gartens. Sie sind da, aber du bestimmst, ob, wann und wie du ihnen begegnest. Wenn du bereit bist, kannst du vorsichtig Kontakt aufnehmen, ohne sie sofort in den Garten zu lassen. Du bestimmst die Regeln. Entweder gehst du selbst zum Zaun, du schaust den Anteil von außen an und fragst sanft, was willst du mir zeigen? Oder du schickst einen Botschafter, zum Beispiel den Beschützer oder den Erwachsenen vor. Er oder sie geht für dich hin, hört zu, bringt eine Botschaft zurück. Wichtig ist, nur wenn sich diese dunkleren Anteile respektvoll zeigen, dürfen sie näher kommen und deinen sicheren Garten betreten. Keine Drohungen, keine Beschimpfungen. Das ist deine Grenze. So entsteht ein vorsichtiger, sicherer Kontakt, ohne dass du dich überforderst. Wenn du dich sicher fühlst, kannst du mit einzelnen Anteilen ein Gespräch beginnen. Nicht alle auf einmal, nicht so tief, nur so viel, wie du tragen kannst. Zum Kritiker: Ich höre dich, aber sprich bitte leiser. Ich will verstehen, ohne verletzt zu werden. Zur Angst: Danke, dass du mich warnst. Ich gehe langsam, aber ich gehe. Zum verletzten Kind: Ich sehe dich. Ich halte dich. Du bist nicht allein. Ich beschütze dich jetzt. So beginnst du. Behutsam, klar, ohne Kampf. Die Anteile dürfen da sein, aber sie bestimmen nicht über dich. Du bleibst die innere Stimme, die den Kurs hält. Und mit der Zeit wirst du spüren, deine stärkenden Anteile treten immer mehr in den Vordergrund. Sie begleiten dich, so stabil, dass du dich selbst halten kannst. Und vergiss nicht, dein Inneres ist wie ein Orchester. Jeder Anteil hat ein Instrument, eine Stimme, ein Thema. Manche laut, manche leise.
Wenn jeder für sich spielt, klingt es nach Chaos. Aber wenn eine Dirigentin oder ein Dirigent den Takt angibt, entsteht Harmonie. Diese Rolle kannst nur du übernehmen. Nicht indem du Anteile zum Schweigen zwingst, sondern indem du sie koordinierst, indem du sagst, ich höre euch alle, aber ich entscheide, wer heute das Solo spielt. Genau das ist innere Klarheit und sie wächst mit jedem Moment, in dem du dir selbst Aufmerksamkeit schenkst. Noch etwas ist wichtig. Deine inneren Anteile sind nicht in Stein gemeißelt. Sie können sich entwickeln. Ein Kritiker wird wahrscheinlich immer kritisch bleiben, aber er kann lernen, seine Stimme anders einzusetzen. Anstatt dich klein zu machen, kann er dich als innerer Coach fordern. Klar, aber respektvoll. Ein verletztes Kind bleibt Teil deiner Geschichte. Aber wenn es gesehen und gehalten wird, kann es auch eine Quelle von Lebendigkeit, Kreativität und Mitgefühl werden. Ein Antreiber wird nicht plötzlich verschwinden, aber er kann ruhiger werden und dir Struktur geben, ohne dich kaputt zu machen. Und deine hellen Anteile, die Hoffnung, die Weisheit, die Freude, sie bleiben deine inneren Ressourcen. Sie sind wie stabile Wurzeln, die du immer wieder stärken kannst. Jedes Mal, wenn du deine hellen Anteile bewusst einlädst, Klarheit, die Ruhe, die Freude, die Hoffnung, stärkst du ein Stück deines Selbstvertrauens. Und jedes Mal, wenn du dir selbst einen kleinen Beweis gibst, dass du dir wichtig bist, veränderst du die Dynamik in deinem Inneren. Das sind keine großen Gesten. Es sind die Kleinigkeiten, die zählen. Wenn du dir eine Pause erlaubst, bevor du zusammenbrichst, wenn du dir sagst, ich habe heute genug getan, wenn du dich traust, Nein zu etwas zu sagen, das dich auslaugt, wenn du ein freundliches Wort zu dir selbst sprichst, statt dich klein zu machen. Viele glauben, Selbstvertrauen ist entweder vorhanden oder nicht, und es müsse sofort groß und unerschütterlich sein. Aber so läuft es nicht. Es wächst nicht in einem Sprung, sondern in Schritten. Erst ein kleines Stück, dann ein weiteres. Vertrauen ist nicht schwarz oder weiß. Es gibt nicht nur gar keins oder vollkommenes Vertrauen. Es gibt das dazwischen. Ein bisschen Vertrauen, ein kleines Stück mehr. Und das reicht schon, um etwas zu verändern. Und genau da beginnt der Wendepunkt. Diese kleinen Beweise summieren sich. Und mit jedem Mal verschiebst du das Gleichgewicht in dir, bis du spürst, deine stärkenden Anteile sind nicht mehr nur leise Beobachter im Hintergrund. Sie übernehmen das Steuer. Nicht perfekt, nicht fehlerlos, aber klar genug, dass du dich selbst führen kannst. Du bist nicht dein eigener Gegner. Du bist ein inneres Team mit vielen Stimmen, vielen Facetten. Und wenn du lernst, dieses Team zu sehen, zu verstehen und zu leiten, dann stehst du dir nicht mehr im Weg. Dann stehst du dir selbst zur Seite. Wenn dir das Video gefallen hat,
freue ich mich über ein Like von dir. Schön, dass du hier bist. Bis zum nächsten Mal.